Also wenn Millie denkt, dass sie ohne Probleme mit Nick arbeiten kann? Wenn das mal gut geht. Ach, ich denke schon. Jedenfalls bin ich froh, dass sie nicht mehr unten arbeitet. Früher oder später wäre ihr sicher aufgefallen, dass ich so oft bei dir bin. Leider nicht oft genug. Oh. Du musst mich nicht trösten. Ich wusste ja von Anfang an, worauf ich mich da einlasse. Also Henning sagte... Henning? Du hast ihm doch nicht etwa von... Ja, er hat es mir einfach angesehen, dass ich glücklich verliebt bin. Es war zwecklos, ihm da was vorzumachen. Er behält es ganz bestimmt für sich. Auf Henning kann ich mich verlassen. Bist du sicher? Absolut. Also gut, wenn du ihm vertraust, vertraue ich ihm auch. Dann bist du also nicht mehr sauer auf mich? Ja, los, was sagt Henning denn nun? Naja, die Patentlösung hat er für unsere Probleme auch nicht parat. Aber allein, dass er mir zuhört und alles objektiver sieht, weißt du, das hilft mir schon weiter. Ich wünschte, ich hätte auch jemand, mit dem ich über uns reden kann. Ach, Mensch. Erika, was machst du denn hier? Hallo, Nina. Ich habe Barbara besucht. Oh, furchtbar, nicht wahr? Ich habe es in der Zeitung gelesen. Wie geht's denn, Frau von Anstetten? Komm. Oder möchtest du lieber nicht drüber reden? Doch. Hey, komm, ganz ruhig. Steht's denn so schlimm um Sie? Na, Nina, ich weiß es nicht. Ich bin kein Arzt. Ich habe einfach ein furchtbar schlechtes Gewissen. Ja, aber warum denn? Barbara ist eine sehr gute Freundin von mir. Und ich habe mich seit Wochen nicht bei ihr gemeldet, weil ich nur an uns gedacht habe. Hat sie dir denn Vorwürfe gemacht? Nein, im Gegenteil, aber... Du musst nichts sagen. Wenn du möchtest, können wir uns in Zukunft unsere Treffen einfach ein bisschen einschränken und du kümmerst dich mehr um sie. Wäre das in Ordnung für dich? Ja, natürlich. Du bist so verständnisvoll. Weißt du, dass ich dich gerade deshalb sehr liebe? Ich möchte dich gar nicht mehr loslassen. Aber ich bin jetzt leider noch mit Henning verabredet. Das ist doch völlig in Ordnung. Ich muss auch noch in die Agentur. Treffen wir uns nachher im No Limits? Gern. Ein noch für die Wartezeit bis dahin, ja? Ein Kaffee für die Dame. Ihr Kaffee. Danke. Gern geschehen. Hi. Hi. Machst du mir bitte einen Kaffee? Klar, kommt sofort. Also, der Ausritt war klasse. Ich weiß gar nicht, warum du nicht mitgekommen bist. Ich auf einem Pferd. Im Vergleich dazu bewege ich mich auf dem Eis geradezu meisterhaft. Machst du dir immer noch Sorgen um Barbara? Nina nicht. Falls uns jemand sieht. Ja, du hast ja recht. Ich vergesse es nur immer wieder. Warte mal, ich hole ihn mir. Mein Besuch auf Friedenau. Ich wollte Barbara von uns erzählen. Du brauchst dich nicht zu rechtfertigen. Ich rede mit Henning und du mit Barbara. Ja, das Problem ist nur, in ihrem Zustand würde sie das nur belasten. Ja, wahrscheinlich. Hast du ihr deswegen nichts gesagt oder wäre es dir unangenehm gewesen? Barbara hat mir nur erzählt, wie sehr sie ihre Affäre mit Nils bereut und das Versteckspiel, was sie darum veranstaltet hatte. Da kann ich ihr doch schlecht erzählen, dass ich im Moment genau dasselbe veranstalte. Ich weiß ja, dass die Situation nicht einfach ist. Aber ich kann doch auch nichts daran ändern. Das sollst du ja nicht tun. Dafür kann ich aber was anderes machen. Dich auf andere Gedanken bringen. Was hältst du von Stadtbiathlon? Was soll das sein? Na, Marathon-Shopping und Schnäppchen abschießen. Du hast Einkaufstütenstellen vergessen. Das klingt sehr verlockend, aber ich bin leider schon mit Arno verabredet. Ein wichtiges Essen mit Geschäftsfreunden. Tja, kann man wohl nichts machen. Sei nicht böse, das holen wir nach, ja? Schon okay. Werfe ich mein Geld eben alleine unter die Leute. Hallo, einen Augenblick. Ich sag Bescheid, dass Sie da sind. Danke. Nina, Henning.
Vielen Dank, Christiane, ich mach das schon. Ihr kennt euch ja noch gar nicht. Darf ich vorstellen? Nina Ryan, Caroline Odenthal. Nett, Sie endlich einmal kennenzulernen. Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Du kommst genau richtig zum Essen. Oh, heute nicht. Ich wollte eigentlich zu Gero. Schade. Naja, Gero ist in der Bibliothek, du kennst den Weg ja. Ja. Sehen wir uns später noch? Eher nicht. Aber warum kommt ihr zwei nicht mal zum Frühstücken ins No Limit? Ich lade euch ein. Danke. Wir nehmen Sie beim Wort. Gut. Was willst du denn hier? Kannst du dir das nicht denken? Was bist du doch für eine kleine, miese Ratte. Jagst Nick und Uli in den Bankrott, nur weil du Geld für deine Drogen brauchst. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Nein, natürlich nicht. Ich habe dich gewarnt. Solange du nur dich ruinierst, ist mir das egal. Aber wenn du andere mit runterziehst, mache ich dein Spiel nicht mehr mit. Was für ein Spiel? Noch mal ganz langsam zum Mitschreiben. Bis jetzt habe ich meinen Mund gehalten, was dein Koksen betrifft. Wenn du Nick und Uli aber nicht in Ruhe lässt, werde ich deiner Familie erzählen, was wirklich mit dir los ist. So. Nick hat dir also alles erzählt. Das war sehr dumm von ihm. Was soll der Quatsch? Wenn du glaubst, ich meine es nicht ernst, dann hast du dich getäuscht. Oh mein Gott, du meinst es tatsächlich ernst? Willst du es dir wirklich nicht noch mal überlegen? Nein, ich will eine schriftliche Verzichtserklärung von dir. Und ohne die gehe ich hier nicht raus. Wirklich schade. Ich hätte dir das gerne erspart, aber... Wenn du den Mund nicht hältst, dann halte ich ihn auch nicht. Dann erfährt alle Welt von deinem Verhältnis mit Erika und Arno Brandner als Erster.